Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Landratten. Mensch, was ist das für ein Wetter? Mir brennt die Sonne auf den Pelz, direkt von hinten. Ja, also wir haben irgendwie 5 oder 6 Grad auf der Uhr, aber es fühlt sich schon an wie 28 hier. Also wird Zeit schon wieder für den Borat. Nein. Also ihr Lieben, wir haben heute ja eine kleine Premiere, und zwar soll das erste Mal ein Schiff am neuen Terminal Hafen City anlegen. Das seht ihr hier im Bild. Da ist das Terminal Hafen City direkt neben dem neuen Westfield Shopping Center. Gucken wir uns auch gleich mal ein bisschen näher an. Ich stehe hier ja so schräg gegenüber an dem alten Terminal Barkenhöft, also was ja nur so ein provisorisches Terminal ist, was wahrscheinlich dann irgendwann verschwinden wird. Die Balmoral ist unterwegs, hat den Lotsen schon an Bord, müsste jetzt Finkenwerder durch sein, hat also noch ein paar Minuten. Und ja, ich hoffe, dass wir sie hier wirklich in bestem Licht bekommen. Ja, ich sag mal, viel Spaß, und wir gucken uns mal hier so ein bisschen die Location an. Ja, hier gegenüber ist also das neue Terminal Hafen City. Das ist dieses Gebäude hier. Und da gibt es auch eine wunderbare Aussichtsplattform. Da seht ihr auch schon einige Leute drauf rumtouren. Ach, guck mal, ja. Ich würde sagen, es ist Brigitte, die da oben rumturnt. Es ist der Miepelschubser. Ja, mal gucken, ob die gleich winken. Ja, genau, guck. Also Brigitte ist auch schon anwesend. Eine sehr schöne Aussichtsplattform. Mir persönlich war das jetzt noch ein bisschen zu dicht dran, weil das Schiff natürlich hier direkt anlegen wird. Es gibt insgesamt 2 Anlegestellen. Und zwar sehen wir hier einmal eine, wo die 3 Rollfender sind. Da stehen auch schon einige Fahrzeuge. Ich nehme an, dass die Balmoral genau dort anlegen wird. Und dann gibt es hier so einen kleinen Knick. Und hier in der Verlängerung der Kaikante gibt es noch einen längeren Anleger. Und der kann auch mitgenutzt werden. Dieser längere Anleger, der ist dann allerdings vor dem Westfield. Da gibt es so ein schönes Außengelände, wenn man rausgeht aus dem Westfield. Und deshalb nehme ich mal an, dass, wenn die Schiffe nicht zu groß werden, dass sie in erster Linie immer an den vorderen Anleger von hier aus rangehen, weil da sind die Schiffe dann auch direkt näher an dem Cruise Gate. Und ich schätze mal, den hinteren, den wird man dann nehmen, wenn es richtig voll ist. Nach meinen Informationen ist der eine Anleger, glaube ich, für ca. 345 Meter Schiffe gemacht, und der andere, muss ich jetzt lügen, irgendwie so 250. Ganz genau kann ich es euch nicht sagen, aber das ist so ungefähr die Dimension. Ja, wir sind hier in der schönen Hafen City. Das Westfield Center wurde ja vor wenigen Wochen eröffnet. Gab ja eine ganze Menge Tamtam darum, ein paar Mal verschoben, Demonstrationen, diverse Probleme und Unfälle auf der Baustelle. Tanja und ich waren am Dienstag das erste Mal drin, und ich muss sagen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt so der große Fan von Shopping-Tempeln ist, architektonisch schon schick. Und vor allem auch, wenn man dann rausgeht, draußen auf diese Freifläche, von dort in den Hafen gucken kann. Also das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr schon da seid. Ich habe gesehen, Annette hat schon eine Anzahlung für die neue Drohne rausgehauen, aber leider verspätet die sich. Ich habe jetzt gelesen, dass die erst Mitte Mai kommen soll. Mann, verdammt. Mann, verdammt. Ja, dann ist hier die Frage, was ist oben im Gebäude? Noch eine Plattform? Das nehme ich mal an. Also ich kann euch das alles noch nicht sagen. Ich war da noch nicht drin. Ich kann mir vorstellen, dass da oben dass da jede Menge Büros noch sind, und dann wird es da noch eine Aussichtsplattform geben. Ob man da dann auch drauf kommt, ob das öffentlich ist, das kann ich euch noch sagen. Also für mich ist das auch alles komplettes Neuland hier. Ich habe jetzt nicht wirklich wahnsinnig viele Infos dazu. Ja, die Balmoral wird dann irgendwann da hinten um die Ecke kommen, und ich kann es euch nicht sagen, ob sie dreht, wie sie dreht, aber meine Vermutung ist, dass sie ja quasi hier dreht in diesem größeren Wendebecken. Das ist im Grunde genommen auch das Wendebecken oder der Bereich,
von dem man aus dann in den Hansahafen und zum Oswaldkai kommt. Also hier seht ihr zum Beispiel den alten Uhrenpegel, der ja nicht mehr funktioniert. Aber das ist ja die Einfahrt zum Oswaldkai. Da liegt heute kein Autotransporter. Aber damit ihr das einfach mal so ein bisschen einordnen könnt, wie das von der Location ist. Weil von hier habe ich ja auch noch nie gestreamt. Ab und zu kommt hier mal ein kleines Binnenschiff durch, weil hinter mir sind dann die Elbbrücken. Da ist es dann höhenmäßig, wird es dann knapp für die großen Schiffe. Aber ab und zu hier, ach guck mal, die Sophia Soraya, Schwesterschiff von der Kaya Josephine, kommt hier gerade ums Eck. Kommt gleich ins Bild. Das ist ganz interessant. Sophia Soraya und Kaya Josephine sind ja Schwesterschiffe. Beide baugleich, sind Binnenschiffe, haben 98 Meter Länge, 14 Meter Breite, fahren für die Schleppreederei H-Schramm-Tauitsch, die unter anderem halt auch diverse Schlepper, zum Beispiel in Brunsbüttel, den Sönke und den Bo betreiben. Und ja, Sophia Soraya und auch Kaya Josephine pendeln permanent zwischen der Affinerie Aurubis und Brunsbüttel hin und her und bringen Kupfererz. Also das ist im Prinzip das Kupfererz-Taxi. Die haben wir schon sehr oft gesehen. Die Bauform ist ganz interessant. Das war damals die Schiffsform oder dieser Schiffstyp, der nannte sich Futura Carrier, wurde auch gefördert vom Bund mit 1,6 Millionen Euro. Und leider sehen wir das Schiff jetzt nicht von vorne, aber wenn man es vorne am Bug sieht, da ist das quasi wie so ein Katamaran gebaut. Also vorne hat man quasi so einen Doppelrumpf und ich muss erstmal mit meinem Fokus hier klarkommen. Die Schiffe haben zum Beispiel vorne und hinten jeweils zwei 360 Grad drehbare Propellergondeln, also durchaus echt wendige Schiffe. Das Prinzip hat sich dann aber nicht durchgesetzt. Es gab noch irgendwie zwei andere Schiffe von dieser Bauform, die man gebaut hat, aber das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Ja, so viel zu Sophia Soraya und Kaya Josephine. Kaya Josephine habe ich ja noch eine Rechnung mit offen. Die haben mich ja letztens ein bisschen nass gemacht, die Kollegen. Onkel Hotte, ganz lieben Dank für 6 Monate auf Twitch. Seren verschenkt 5 Abos bzw. Subs auf Twitch. Dankeschön. Nicole ist seit 11 Monaten dabei. Anja Garlick, 2 Euro aus Wasserburg. Und Caro, 5,99 bei traumhaftem Wetter, ein traumhafter Stream. Ich danke dir herzlich. Dann sehe ich, dass wir offensichtlich Geburtstagskinder haben. Und ja, ich sag mal, Happy Birthday, ihr Lieben. Mit ein bisschen Tier-Content. Nein, falsches Horn, falsches Horn. Wie kommst du denn so schnell hier hin? Ja, ich war da vorne. Also das war das falsche Horn. Jetzt nochmal mit Happy Birthday, ihr Lieben. Ja, Brigitte ist auch mal gleich rübergekommen. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob man dich pfeifen hört, wenn du da hinten stehst. Ich habe gepfiffen, als ich gesehen habe, dass du... Okay, dann hört man dich nicht. Nee, weil der Wind. Ja. Ich habe da hinten gepfiffen, ganz toll. René sagte, Hat man nicht gehört. Hat man nicht gehört. René sagte, pfeife doch mal. Ich sag, ja, Keine pfeife. Chance. Und ich hatte, glaube ich, meine Jacke an. Ja. Wieso Boy, danke dir auch für 9 Monate.
Ja, Leute, was sind denn das eigentlich hier für Vögel? Also das muss doch irgendeine Entenart sein. Ach, guck mal, da ist ein Bärchen. Die sind aber extrem hübsch, oder? Mit dem roten Schnabel. Oh, wie heißen die? Meine Tochter wüsste das jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das für Tiere sind. Bei Morales jetzt bei Aida Sol. Ja, einen kleinen Moment haben wir noch. Peking-Ente schreibt jemand. Brandgans. Oh, Brandgans. Brandgans klingt gut. Das klingt sehr gut. Ja, gut. Brandgans. Aber wenn das Enten sind, wie kann das dann eine Brandgans sein? Oder ist das eine Brandente dann? Also ich sag mal, wenn ich sie zubereite, dann ist es auf jeden Fall eine verbrannte Ente. So viel steht auf jeden Fall fest. Detlef, ich danke dir für 16 Monate und Beatrix ist auch seit 15 Monaten dabei. Danke, danke, ihr Lieben. Ah ja, mal Kaffee. Die haben ja da drin alles geschmückt. Hast du das gesehen, Fadi? Bitte? Da drinnen mit Tischen, weißen Decken. Hier geschmückt? Ja, Vielleicht ist da ja ein Event hier am Barkenhöft. ja, das kann man. Oder vielleicht kommt die Balmoral doch hier hin, weil sie es dann doch nicht geschafft haben mit der Hafen City. Aber da hinten ist Action, da ist auch schon Kran und so weiter. Also da ist einiges los. Ja, Na, also die werden sie da hinten definitiv hinlegen. als ich zum Westfield gefahren bin, ne? Fadi, ich war ja da noch nicht, ne? Warst du noch nicht? Nein, und ist ja alles so leer da, ne? Und ich hing da. Oh, ist das schön. Oh nein. Oh, Haribo. Oh nein. Ich so, alles zum Essen. Noch besser. Ich kam aus dem Staunen gar nicht raus, weil das so leer ist und so schön. Die Brandgans ist eine Art aus der Familie der Entenvögel. Naja, haben wir das auch geklärt. Der Chat weiß das. Der Chat weiß alles, das ist ja das Gute. Und vergisst nie. Das ist das Schlimme, dass er nie vergisst. So, also wenn wir die Balmoral oder Balmoral müsste man ja sagen. Es ist eine englische Reederei, norwegisch angehaucht. Die Balmoral ist auch schon eine alte Lady. Habe das Baujahr jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es ist Ende der 90er Jahre ist sie gebaut worden. Also die hat echt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Kriegt gleich Antwort im Chat. Kaffee alles. Ja, aber was wir ja mal machen können, ich meine, wenn ich jetzt schon die Drohne gerade in der Luft habe, vielleicht gebe ich euch mal einen kleinen Rundumblick, damit ihr mal so ein bisschen seht, wie das hier an diesem Standort ist. Also rechter Hand ist klar, ihr seht auch noch so ein bisschen den Zipfel von der Elbphilharmonie. Und wenn wir uns jetzt weiter drehen, dann, ach guck mal, der Chat 1988 sogar, gar nicht Ende der 90er, Ende der 1980er Jahre. Wahnsinn, schon eine alte Lady, aber ich glaube, die haben sie echt sehr, sehr hübsch angemalt. Ja, dann geht es hier rüber, Hafen City. Dann hier das Lighthouse Zero, das ist dieser Turm oben, der so ein bisschen UFO-mäßig aussieht. Da ungefähr stehe ich auch in der Nähe. Dann haben wir hier das vorübergehende provisorische Terminal Barkenhöft. Drehen uns weiter, dann kommen da hinten gleich irgendwo müssten dann die Elbbrücken kommen. Ja genau, guck mal, hier ist die Norderelbe und dann geht es in Richtung der Norderelbbrücke da hinten. Auf der rechten Seite, das ist der Grasbruck. Das ist das Gelände, wo auch das neue Hafenmuseum entstehen wird. Moment, ich muss mal etwas heller machen. Hier, da wo alles so schön glatt planiert ist, da hier kommt auch irgendwo die Peking dann hin. So, dann haben wir hier Industrie. Das ist alles Hafen. Und
Ja, wenn wir uns weiter drehen, dann haben wir da hinten den Oswald-Kai, im Hintergrund das Hafenmuseum. Das ist so quasi hier. Einmal die Einordnung. Ulrich, ich danke dir für 5 Euro Superchat. Nilsi auch 5 Euro, vielen Dank. Und der Schnulli ist seit 9 Monaten dabei. Vielen, vielen Dank. Ahoi Sophie, 8 Monate. Und Anthony Roberts ist in der Haus, 6 Monate auf der Ripperbahn. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Oder ihr Lieben, nicht mein Lieber, ihr Lieben. Echt schön, diese Enten. Kann man die auch im Garten halten? Oh, nein, da kommt der Paggi doch nicht hinterher. Aber die sind, glaube ich, immer irgendwie paarweise. Kann das sein? Ja. Also wenn man genau hinguckt, sind diese Enten immer irgendwie paarweise unterwegs. Huch. Da wollte ich doch hin. Falscher Knopf. Ja, die Sonne, die brennt hier richtig schön auf dem Pelz. Also gefällt mir richtig gut. Was für Tanja, friert sie nicht. Mhm. Weil der Wind ist frisch. Ja, aber ist wirklich wenig Wind im Moment. Wirklich wenig. Also. Ja gut, ich bin ja schon seit 3:45 unterwegs, ne? Ach so, du hast natürlich die AIDAs schon begrüßt, ja, ne? genau. Ich Ja, war natürlich. 4:45 lang Natürlich, ne? Ja, klar. Alles klar, ja. So, jetzt heißt es warten. Ich will noch mal ein bisschen Akku schonen bei der Drohne. Damit wir dann gleich, wenn das Schiffchen kommt, auch ein paar Luftaufnahmen haben. Ach so, hier. Die Brigitte Cam. Aber meinst du, dass das hier jemand sieht? Also ich glaube, für die Begrüßung wärst du oben auf dem Dach besser dran. Ja, aber das hätte ich auf jeden Fall nicht getan. Da hätte ich sie ja bei Guido lassen können. Na ja, gut. Ich lege die Drohne mal hier auf den Boden. Ich gehe da auch nicht hin, hatte ich versprochen. Ich sag's lieber nur vorher einmal. Ja, Ich sag's mal vorher. besser ist bei mir. Ja. Beatrix verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, liebe Bea. Seren. 1100 Bits. Dankeschön. Dudu, seit 2 Monaten dabei mit dem Prime Sub. Rotznäschen 3 Monate mit dem Sub. Und Boogie Boo 9 Monate auf Twitch. Mensch, Twitch ist ja schon richtig in Action hier heute Morgen. Ulrich Bücker verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Und Sven, 10 Euro kommen aus Fuhlsbüttel. Danke, ihr Lieben. War das jetzt Beatrice? Ja, ich wollte dir es nicht hinterherrufen. Ich glaube, du liegst falsch. So, jetzt müssen wir mal so ein bisschen schauen, wann das hier losgeht. Also, das gute Stück ist jetzt in
Steinwerder bei Blom und Voss. Also jetzt ungefähr beim alten Elbtunnel haben wir sie. Moin. Na, wollt ihr doch nicht aufs Dach? Zu dicht dran, so. Ist sehr dicht dran, ne? Dachte ich mir auch. Außerdem kannst du, glaube ich, nicht ums Eck gucken, oder? Nee. Also, Sieht wie nix. ja. Also siehst eigentlich nur das Schiff, wenn es kommt. Genau, und da wir dich hier stehen sehen haben, wir immer geguckt haben, wo bist du? Ja, und dann. Dachtet ihr, der Paddy hat bestimmt eine Kanne Kaffee? Er trinkt ja keinen Kaffee. Nee, trinkt keinen. Ich habe meinen Kaffee schon aus. Ja, ansonsten gibt es hier jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu sehen, ne? Also ich kann euch das hier nochmal zeigen. Dieses Lighthouse Zero hier, das ist ein ganz interessantes Gebäude, was ihr eben auch aus der Luft gesehen habt. Das war im Prinzip mal so ein Konzept, ne? Das ist auch nur so ein Musterteil, da wohnt niemand drin. Eigentlich sehr, sehr schade. Also ich fände das irgendwie auch geil, wenn man das mieten könnte, aber ich habe da noch nie Menschen drin gesehen. Ja, war mal so ein Konzept irgendwie für modernes Wohnen. Aber, glaube ich, ziemlich geil, weil du da echt 360 Grad Rundumblick hast da oben. Hadi, das ist eine Veranstaltung von der Feuerwehr. Beim, Hier, ja, Bakenhöf, ne? ja, Der René weiß das. Ja, ich gucke nicht. ja, ich bin sehr gespannt. Neuer Standort ist ja immer, ist ja auch für mich immer spannend. Ja, Andi sagt, frag doch mal nach, ob ich da im UFO einen Raum mieten kann. Also erstmal ist das, glaube ich, ein einziger Raum, beziehungsweise es ist eine große Wohnung oder so. Ich weiß nicht mal, wer dafür zuständig ist. Das müsste man erst mal googeln. Und ich habe da noch nie jemanden drin gesehen. Also wahrscheinlich darfst du es nicht vermieten, weil da wieder irgendeine Auflage, Brandschutz oder sonst irgendwas nicht funktioniert. Und deshalb steht das Ding da jetzt. Ist halt noch kürzer als der kurze Olaf. Ich habe jetzt gedacht, du fotografierst mich. So. Ist alles schon. Also, bald geht es los. Dann will ich mich mal vorbereiten. Auch unser Dröhnchen wieder in die Luft dröhnen. Und das müsste eigentlich sich akkumäßig ganz gut ausgehen. Jeden Moment müsste eigentlich die Balmoral um die Ecke kommen. Sveti, danke dir für 15 Monate und Svenny verschenkt nochmal eine Mitgliedschaft. Danke, ihr Lieben. Danke, danke. Oh, ich darf nicht vergessen, ein Foto zu machen. Ey. Ich erinnere dich dran. Einverstanden? Ja, versuch mal. Ich versuche es. Versuch mal, mich dran zu erinnern. Oh, habe ich fertig. Anstrengend. Solange ich um 10:30 drüben bin, Steinwerder. Hier kann man das auch noch mal sehen. Ach, von Anja Garlik soll ich grüßen. Die ist doch schon im Chat. Ja, ja. Höhe Kap San Diego ist alles klar. Ist Danny da? Ah, der ist landungsgut. Alles klar. Nee. Paddy hat alles gut. Ich bin ja bei Paddy. Alles klar, das ist. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, wir haben ein Kreuzfahrtschiff im Bild. Die Balmoral. Balmoral. Wie auch immer man es ausspricht. Ist noch klein im Bild. Ach Mensch, wenn der Paddy jetzt schon die neue Drohne mit dem Zoom hätte. Wenn er sie doch hätte. Man sieht sie ein bisschen, Paddy, in der Drohne.
Ja, ja. Ich sehe aber auch, was die Drohne... Entschuldige. Aber es danke, dass du mir sagst, was ich filme. Brigitte, ist du hast super. alles im Blick. Ist super. Okay, ist okay. Nee, mach ruhig weiter. Ist schon, passt schon. Ja. Sei mein Mach dich ruhig lustig, Junge. Sei mein Spotter. Sei mein Spotter. Ulrich, ich danke dir auch für deine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Erstmal Moin in den Chat. Weil ich bin ja nicht drin. Ja, so ein Begrüßungshorn wäre in der Tat jetzt nicht schlecht. Ja, das wäre schön. Das würde ich richtig feiern. Aber es sieht toll aus. Ne? Ja, es sieht richtig toll aus. Also, Ja, ich sehe sie. Auf jetzt. da kommt sie ums Eck. Ulrich. Ach, Ulrich hatte ich schon, oder? Danke für die Mitgliedschaft. Torben, 2 Monate. Michael, 23 Monate. Und The Real Mayo im 2. Monat mit dem Prime Sub dabei. Ich danke dir vielmals. Schnulli, wir warten noch etwas mit dem Foto. Barbara hat noch mal eine interessante Info. Das Schiff heißt erst seit 2008 so. Aber es ist trotzdem schön, oder? Also ich mag die Farbe unheimlich gerne. Dieses Blau, das ist hier ist doch gerade noch eine Drohne geflogen, oder? Steht am Auto dahinter. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Ich habe mich nur gewundert, weil plötzlich dachte mir, meine Drohne. Hä? Der da oben. Nicht deine, ne? Nein, nein, das ist nicht meine. Die Geräusche, ne? Oh, ist das schön. Du musst ja drehen, oder? Ich weiß nicht, ob die drehen muss. Die könnte, also die muss nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dreht. Oh, meine Fahne. Okay. Tschakka, tschakka, tschakka. Oh, Brigitte hat sogar Seifenblasen mitgebracht. Unter welcher Flagge fährt sie, wird hier gefragt. Kann das sein, dass die Bahamas-Flagge hat? Guck mal, ich könnte mir vorstellen, dass die da jetzt drehen. Ne? Die steuern nämlich so ein bisschen hier den Hansahafen an. Ja, glaube ich auch. Und denke mal, die werden da ein kleines Stück vorfahren und dann rückwärts mit dem Hintern reindrehen. So sieht das für mich jetzt aktuell aus.
ist für die Lotsen natürlich auch ein neues Manöver. Und das Ganze läuft, glaube ich, auch so ein bisschen als Test. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi nicht die offizielle Eröffnung vom Cruise Gate. Die sind auch noch nicht mit allem fertig. Also da ist immer noch ein bisschen Baustelle. Aber die wollen natürlich schon mal so ein bisschen diese Anlegevorgänge und die Abfertigungsvorgänge der Schiffe testen. Das sollte eigentlich letzte Woche passieren mit der Silver Dawn. Da haben sie es nicht geschafft. Und jetzt ist es halt die Balmoral. Ah, Nilsi bestätigt es nochmal. Bahamas war richtig. Ja, ja. Ja, die Leute stehen auch schon hier oben, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, und die Gäste, die können dann aussteigen und direkt zum Shoppen gehen. Also, wenn das nicht ein perfider Plan ist. Aber die Gangway haben sie noch nicht da, glaube ich. Das ist nur, sieht nach Bastellösung aus, das Ding. Da sieht der spooky aus. Ah, jetzt seht ihr. Ja, hat man sie direkt vorne, ne? Bei Westfield da, ne? Ist aber laut. Na, das sind doch ganz nette Bilder hier am Morgen, oder? Ach, das Licht ist auch so schön. Ja, super schön das Licht. Mega. Super schön. Muss man gerade mit der Drohne ein, zwei Fotos machen. Oh, mit der Antenne hier dran gekommen.
Oh, ich sehe gerade, Gigi hat Geburtstag. Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ich bin gerade etwas in Action mit den Bildern. Deshalb jetzt kein Geburtstagshorn, aber auf jeden Fall Happy Birthday, mein Lieber. Toll, die Spiegelung auch. Ach, ist das ein schönes Bötchen. Und dann diese Lichtreflexion dazu. Also, ich würde sagen, gelungene Premiere, oder? Naja, ganz abgeschlossen ist sie ja noch nicht, aber Schiff hat jetzt weitestgehend gedreht. Das ist auch quasi da so die Stelle, wo normalerweise auch die Autotransporter drehen. Die fahren immer noch so ein Stückchen weiter vor meistens. Ja, jetzt drehen sie mit dem Heck und werden dann mit der Steuerbordseite gleich anlegen am neuen Kreuzfahrtterminal Hafen City. Mal gucken, was das Empfangskomitee macht. So, ein paar Leute sind da oben drauf. Ach, guck mal, da spiegelt sich sogar der Schornstein in der Glasfläche. Ja, Frankie, der Standort ist nicht so schlecht, ne? Also zumindest für dieses Manöver jetzt. Also gefällt mir auch ganz gut. Ja, und nochmal für alle, die etwas später gekommen sind. Hier, wo der Kran ist, der gelbe Kran, das ist das Cruise Gate, das neue. Da legt sie an. Und wenn wir dann weiter rüberschwenken nach rechts, dann seht ihr da das Westfield. Das ist da das Gebäude, wo auch diese Arkadenbögen sind. Da kann man halt auch sehr schön rausgehen. Also es ist echt zum draußen sitzen und ein bisschen in den Hafen gucken, ist das richtig, richtig schön. Fällt wieder weg. Kann man denken, ne?
seht ihr ein paar von Brigittes Seifenblasen durchs Bild fliegen. Spiel ein bisschen rum. Achtung, Ja, ich bin weg. nur einmal schnell wechseln. Hast du? Ja, ihr lieben Mensch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin hier aber auch so in Aktion, um euch ein paar schöne Bilder zu liefern. Also mich flasht das gerade selber total. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze, auch wenn ich jetzt mal ein bisschen weniger am Sabbeln bin. Jo, der ein oder andere wird es feiern. Bastian möchte wissen, was hier für ein Tiefgang maximal möglich ist. Also das kann ich dir nicht genau sagen, aber der limitierende Faktor ist meines Wissens nach der alte Elbtunnel. Und ich meine, der alte Elbtunnel begrenzt den Tiefgang auf irgendwas so um die 10 Meter. Vielleicht einen Tacken mehr als 10 Meter, aber ich meine, so in der Region bewegt sich das Ganze. Kann ich ja da wieder rüberfahren. Ja, von hier aus sieht das ehrlich gesagt so aus, als ob sie gleich schon auf der Höhe des Anlegers ist. Aber obwohl außer Luft sieht es auch so aus. Kann man eigentlich doch so sagen. Ja, da ist ja das Cruise Gate. Stimmt, es ist links neben den beiden großen Türmen. So, Paddy, sag tschüss. Tschüss. Komm gut nach Warnemünde. Alles klar. Ne? Fahr vorsichtig. Ja, so, da steht auch schon das Empfangskomitee. Linesmen müssten da eigentlich auch irgendwo sich rumtreiben. Nach dem Stream werde ich dann gleich rüber zu Ben fahren, dann sammle ich den ein und Ben kommt dann mit nach Warnemünde. Da ist ja heute und morgen Portparty. Das heißt, heute kommt die AIDA Diva. Die ist ja frisch aus der Werft, hatte ja diese sogenannte Evolution-Renovierung, Umbau oder was auch immer. Und ja, die läuft gegen 18:30 Uhr in Warnemünde ein. Dann gibt es heute Abend dann noch eine Licht- und Lasershow mit dem Feuerlöschboot. Da bin ich auch gespannt drauf. Und morgen werden dann 2 AIDAs ablegen. Ja, und was so dazwischen ist, das müssen wir mal gucken.
Conny ist auf jeden Fall auch da, Fairplay ist da. Es gibt morgen dann nach dem Ablegen der beiden AIDAs gibt es ein Schlepperballett von Fairplay inszeniert. Also ich freue mich schon. Ich bin schon, habe schon richtig Bock. Vor allem, wenn Ben mitkommt, dann wird das Ganze natürlich doppelt gut. Das war's mit der Ruhe. Das war's mit der Ruhe. Ich wollte eben noch was erzählen von einem friedlichen Morgen in der Hafen City. Oh, das muss ich doch noch mal mir hier als Foto gerade rausziehen. Wobei hier, der Heck ist auch schön. Mal schnell ein Foto mit der Drohne machen. Ja, Mensch, sieht so aus, als ob sie gleich schon dran ist. So, okay. Geht ja doch recht floddy, oder? Schönes Manöver, sehr schönes Manöver. Gefällt mir richtig gut. Vor allem schön zu filmen, schön anzugucken. Ist natürlich, wenn die morgens kommen und dann hier die Sonne im Rücken aufgeht,
Ich hatte ja auch überlegt, mich beim Musical hinzustellen, aber da hast du Gegenlicht. Und du kannst nicht ums Eck gucken. Na? Ja. Also ich finde, das ist doch ein ganz schönes Bild und wahrscheinlich, weil es das erste Bild ist, wird das auch was sein, was in der Presse ist. Und ich finde, mit so einem schönen Schiff, mit dem tollen Rumpf, das passt schon ganz gut. Ja, ich werde die Drohne jetzt aber landen, denn ich möchte mir jetzt noch ein bisschen das Anlegemanöver aus der Nähe angucken und euch da vielleicht noch ein paar Detailbilder liefern. Da wird nämlich auch schon festgemacht, wenn ich das richtig sehe. René, Vorsicht einmal, ich komme runter hier. Aber da ist ja heute auch die angekündigte Zeit mit 9 Uhr fest. Richtig gut, oder? Passt ja mal. War noch am Fegen drüben. Ja, die Gäste kommen auch langsam raus, haben alle gefrühstückt. Ja, ist doch einiges jetzt los oben auf der Besucherterrasse. So, da kommen die Leinen. Die Streams für Warnemünde sind übrigens alle schon vorbereitet. Da könnt ihr gerne drauf gehen, könnt euch die markieren bzw. euch da eine Benachrichtigung einrichten. Ich habe die grob vom Zeitplan schon mal eingestellt, weil die von der Tourismuszentrale die Links auch gerne haben wollten. Es kann sich natürlich immer was verschieben. Also besteht immer die Möglichkeit, dass irgendwie ein Stream früher losgeht oder später. Das werde ich dann vor Ort alles entscheiden. Da sieht man mal die Festmacher ackern. Hatten wir auch auf Instagram ein sehr, sehr schönes Reel gestern von Marco, dem Festmacher. Der hatte also wirklich ein sehr schönes Reel geteilt. Jetzt kommt die Einsatzleitung von der Feuerwehr. Aber hier ist irgendein Event von der Feuerwehr. Also ich glaube nicht, dass die Einsatzleitung hier ist wegen des Kreuzfahrtschiffs. Ja, Thomas kann sich noch daran erinnern, dass es mal ein
provisorisches Terminal direkt beim Unilever-Gebäude gab. Das Unilever-Gebäude ist das, was ihr jetzt quasi zwischen dem neuen Terminalgebäude und der Balmoral sieht. Dieses, ja, was so ein bisschen, was ist denn das für eine Form? So eine Diamantform oder so. Auf jeden Fall das in der Mitte. Das ist das alte Unilever-Gebäude. Mittlerweile sitzt die HPA da auch drin und da gab es halt früher ein provisorisches Terminal aus mehreren Containern einfach zusammengebastelt, wo dann auch unter anderem die Queen Mary 2 angelegt hat. Und das war echt immer ein Spektakel. Also Queen Mary 2 hier in der Hafen City, wirklich direkt hautnah, wo man also richtig ran konnte. Heute Steinwerder ist ja echt ab vom Schuss. Also wer gerne ein Schiff aus der Nähe gucken will, der ist in Steinwerder nicht so wirklich gut bedient. Das ist so ein bisschen schade, ist natürlich für die ganze Abfertigung und Logistik deutlich besser. Aber ja, also Queen Mary 2 könnte natürlich auch theoretisch hier am neuen Hafen City Terminal anlegen. Der zweite Anleger ist für Schiffe bis 345 Meter gemacht und ich glaube, das passt ziemlich genau, oder? War nicht Queen Mary 2 irgendwie 345 oder so? Mal schauen, ob sie zu den Cruise Days hier einmal alles komplett voll machen. Moin. Ich muss noch mal ein paar dicke Dankeschöns raushauen. Ulrich Bücker, da war ich stehen geblieben. Der hatte eine Mitgliedschaft verschenkt. Torben Pein ist seit 2 Monaten dabei. Michael G. 23 Monate dabei und er möchte gerne ein bisschen Sonne nach OWL geschickt haben. Ja, sobald ich hier fertig bin. 2 Monate, The Real Mayo wie Ketchup auf Twitch. Danke für deinen Prime-Sub. Christian Hering, 2 Euro Superchat. Male, auch 2 Euro Superchat. Helmut, 2 Euro Superchat. Und Ulrich verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Annette Wasner, 5 Euro Superchat. Für einen Kaffee für die liebe Brigitte. Brigitte ist schon wieder weg. Wo ist denn die hin? Ist die rüber? Ich glaube, die ist rüber, ne? Flo Heindbike verschenkt ein Sub an Diana Marienkäfer. Dankeschön. Der Jolle ist seit 8 Monaten auf Twitch dabei. Gigi, der Wahnsinnige, 3 Monate auf der Reeperbahn. Gigi, du bekommst gleich noch ein Geburtstagshorn. Dann haben wir den Micha, der verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Andreas Westphal, 5 Euro Superchat. Guru, 9 Monate auf Twitch dabei. Happy Cola und Mercator, beide mit einem neuen Prime-Sub dabei. Herzlich willkommen an Bord. Der Nordlicht lässt 10 Euro Superchat da. Und Michael Keller, 2,49. Dann haben wir Michaela, 13 Monate dabei. Und Volker G., 2,49 Superchat. Und Per Aberhoff lässt noch eine verschenkte Mitgliedschaft da. Ganz, ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Und dann sage ich nochmal Happy Birthday. Oh, schon wieder, also das gibt es doch nicht. Jedes Mal das falsche Horn hier. Der Knopf von der Kaishu. Es sollte ein Happy Birthday werden. Alles Gute. Ja, ich würde sagen, ist so langsam fest, oder? René dackelt auch ab. Genau. Gucken wir drüben nochmal. Wolltest du auch noch mal rüber? Ja. Bis dann. Bis dann. Bernie auch noch mal 2,50 Euro. Vielen, vielen Dank.
Ja. Ja, dieser Knopf, also das ist ganz komisch. Ich habe hier auf meinem Pad irgendwie das Geburtstagshorn mit dem Kaishu-Horn. Ja, haben wir wieder einen neuen Running Gag. Machen wir das Kaishu-Horn einfach zum Geburtstagshorn. Ja, ihr Lieben, ich muss jetzt gleich einpacken und dann rüber und den lieben Ben abholen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Morgenstream. Also mir hat das richtig gut gefallen. Wetter hervorragend, nicht zu kalt. Die Sonne knallt hier richtig schön auf den Pelz, also kann man nicht meckern. Aber ich glaube, wir haben die schönsten Bilder gesehen und ich würde noch ein bisschen weitermachen, wenn wir nicht noch nach Warnemünde fahren müssten. Von daher würde ich mich jetzt mal so langsam von euch verabschieden und schon mal sagen, ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ganz, ganz dickes Dankeschön für eure Unterstützung im Chat, auch für den Kanal. Vielen Dank für die ganzen Spenden, für die Mitgliedschaften, für die Bits und für die Subs. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr nachher noch ein bisschen rein in den Warnemünde-Stream. Die sind, wie gesagt, alle schon erstellt, diese Streams. Könnt ihr euch also markern. Ich glaube, auf den nächsten leite ich euch gleich auch weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen schon mal ein wunderschönes Wochenende und sage Tschüss, bis nachher.